Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Monika und das Thema dieses Videos ist der manuelle Belegfluss in Accenture. Wir navigieren hier von der Accenture Startseite aus zur Auftragsübersicht, indem wir auf diese Auftragskachel klicken. Der Auftrag wird als Basis aller Belege in Accenture angesehen. Grundsätzlich empfehlen wir ja die Nutzung des Autoversands. Dieser löst den Belegfluss automatisch aus. Das heißt, Lieferschein und Rechnung zum Auftrag werden automatisch erstellt und der Lieferschein wird direkt ausgelagert. Das heißt, dein Lagerbestand wird automatisch entsprechend reduziert. Diesen Belegfluss kannst du aber natürlich auch manuell in Accenture steuern. Schauen wir uns das anhand dieses Beispielauftrags an, der lauter grüne Auftragsampeln hat. Das heißt, der Auftrag ist versandsbereit. Über das Aktionsmenü kannst du für diesen Auftrag einen Lieferschein erstellen. Wähle dafür die Option als Lieferschein weiterführen. In den Lieferschein wurden alle Auftragsdaten übernommen, also die Kundendaten und die Positionsdaten. Durch Klick auf Freigabe wechselt der Lieferschein vom Entwurfsmodus in den Status freigegeben und erhält entsprechend eine Lieferscheinnummer. Durch die Meldung hier oben siehst du, dass der Lieferschein angelegt und freigegeben wurde, aber der Bestand noch nicht ausgelagert wurde. Das passiert bei Nutzung des Autoversands automatisch. Wenn du den Lieferschein aber manuell anlegst, musst du den Bestand auch entsprechend manuell ausbuchen. Mit Klick auf den Button Auslagern kannst du die Ausbuchung entsprechend durchführen. Im Tab Bewegungen siehst du jetzt auch die entsprechende Lagerbewegung, die soeben ausgelöst wurde, inklusive dem Lagerplatz, aus dem der Bestand ausgebucht wurde. Wechseln wir wieder zurück in die Auftragsübersicht. Wir sehen, dass dieser Auftrag jetzt als abgeschlossen gekennzeichnet ist. Wird also durch den Autoversand oder manuell ein Beleg wie der Lieferschein oder Rechnung zum Auftrag erstellt, wird der Auftrag entsprechend auf abgeschlossen gesetzt. Klappen wir die Miniaturansicht auf, sehen wir im Bereich Protokoll, dass diese manuelle Aktion, die manuelle Erstellung des Lieferscheins zum Auftrag hier entsprechend inklusive Zeitstempel und Mitarbeiter festgehalten ist. Und hier im linken Bereich ist der Lieferschein auch entsprechend verlinkt. Mit einem Klick darauf lande ich auch wieder im soeben erstellten Lieferschein. Legen wir nun manuell auch noch die Rechnung zum Auftrag an. Dazu öffnen wir wieder das Aktionsmenü und wählen die Option als Rechnung weiterführen. Auch hier werden die Auftragsdaten wieder in die Rechnung übernommen. Außerdem sind hier auch schon die Daten zur Lieferung hinterlegt, also Lieferdatum und die Lieferscheinnummer. Lösen wir mal die Freigabe für die Rechnung aus und wechseln wieder in die Auftragsübersicht. Auch diese Aktion wurde im Auftrag wieder protokolliert und die Rechnung entsprechend verlinkt. Ich kann hier natürlich auch weitere Aktionen ausführen, die der Autoversand nicht berücksichtigt, wie zum Beispiel eine Bestellung anlegen oder den Auftrag als Produktion weiterführen, im Falle, dass nicht genug Lagerbestand vorhanden ist. Oder ich kann eine Retoure zum Auftrag anlegen, wenn der Kunde die Lieferung oder einen Teil der Lieferung zurücksendet. In diesem Fall wähle ich die Aktion als Retoure weiterführen. Hier kann ich dann erfassen, was genau retourniert wird und die Retoure erzeugen und freigeben. Zurück zur Auftragsübersicht. Auch das Erfassen der Retoure ist hier natürlich wieder entsprechend protokolliert und verlinkt. Fassen wir das abschließend zusammen. Der Auftrag wird also als Basis aller Belege angesehen und dort werden auch so gut wie alle Informationen und Aktionen zum Auftrag im Protokoll gebündelt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.